Ja, herzlich willkommen zur Session Missing Maps, Linking Digital Volunteers mit 4 tollen Referenten. Und ich möchte gar nicht so viel Zeit klauen, deswegen übergebe ich direkt an einen der Referentinnen, nämlich an Stefan Scholz vom DRK und wünsche euch allen viel Spaß bei der Session. Ja, herzlichen Dank, Fanny, und natürlich auch herzlich willkommen allen Teilnehmenden zu unserer Session hier auf dem Digital Social Summit. Der Fokus natürlich, wie erwähnt, Missing Maps und wie das DRK das Projekt national und international nutzt, um digitale Freiwillige zusammenzukriegen und welchen Nutzen beide Bereiche auch daraus ziehen. Ich persönlich habe allzu oft das Problem, dass ich, wenn ich Verabredungen habe, immer sehr kurz auf knapp den Weg plane und komme dann immer in die Verlegenheit, die diversen Online-Apps zu nutzen, um zu schauen, wie ich denn am schnellsten per ÖPNV mit dem Rad oder zu Fuß zur Verabredung komme, damit ich es ja noch pünktlich schaffe. Das klappt natürlich nur, weil es sehr, sehr gute und sehr detaillierte Karten in Deutschland gibt, die diese Berechnung ermöglichen. In den Ländern der internationalen Zusammenarbeit, also Maßnahmen der humanitären Hilfe oder der Entwicklungszusammenarbeit, ist das Kartenmaterial aber kaum oder nur in sehr, sehr schlechter Qualität vorhanden. Das führt nicht nur dazu, dass die Leute vermutlich öfter mal ihre Verabredung verpassen, sondern auch hat durchaus auch dramatischere Folgen, beispielsweise wenn vermeintliche Dörfer sich als Großstädte herausstellen und Nothilfemaßnahmen dementsprechend dann natürlich völlig falsch geplant werden. Hier setzt genau das Missing Maps Projekt an. Ich möchte aber nicht in einem Monolog euch jetzt vorstellen, wie denn das Missing Maps Projekt funktioniert und was der Mehrwert auch fürs DRK ist, sondern habe spannende Diskutanten mit dabei. Mein Name übrigens Stefan Scholz, genau, ich leite im Deutschen Roten Kreuz die internationale Katastrophenvorsorge und ich freue mich sehr, Felix de Latre mit dabei zu haben. Felix ist Vice President des Humanitarian OpenStreetMap Teams, von Hause aus Informatiker und wie er selber von sich sagt, freier Software-Nerd. Und wenn ich das hinzufügen darf, mit Herzblut dabei, wenn es um die Unterstützung von Freiwilligen bei der Kartierung der Welt geht, natürlich dann auf frei zugänglichen Karten. Daneben auch noch Katharina Lorenz, die im DRK in der internationalen Zusammenarbeit die Geoinformatik verantwortet, wozu unter anderem auch das Missing Maps Projekt gehört. Kleiner Fun-Fact, in einer ihrer vorhergehenden Jobs hatte sie durchaus auch mal die Möglichkeit, Pinguine in der Antarktis zu kartografieren. Wer dazu mehr wissen will, bietet sich vermutlich dann ein Gespräch auf dem Elbstrand an. Ich glaube nicht, dass wir da heute noch zukommen. Last but not least auch herzlich willkommen an Dr. Thomas Münzberg vom DRK-Landesverband Westfalen-Lippe. Thomas verantwortet dort die strategische Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes, was sowohl die Weiterbildung der Freiwilligen, aber auch der Hauptamtlichen im DRK angeht. Kurz zum Ablauf der Session. Wir haben so eine erste kleine Fragerunde, um so ein bisschen Scene-Setting zu betreiben, und direkt daran anschließend würden wir dann quasi auf eure Fragen entweder aus dem Chat eingehen oder natürlich feel free, eure Kamera zu aktivieren und per Audio dann auch die Fragen zu stellen. Erste Frage vielleicht direkt an dich, Felix, das Humanitarian OpenStreetMap Team. Das sagt jetzt vielleicht nicht jedem. Könntest du vielleicht ganz kurz was zu euch sagen und dann auch gleich schon darauf eingehen, was denn Missing Maps eigentlich ist und wie das Ganze funktioniert? Ja, danke Stefan, natürlich sehr gerne. Und ich habe auch was zum Gucken mitgebracht. Das ist natürlich wenn wir über Karten reden, immer eine schöne Sache. Das Humanitarian OpenStreetMap Team ist eine Gruppe von Menschen, die sich um die Technologie OpenStreetMap, werde ich gleich mehr zu sagen, getroffen haben, um OpenStreetMap für einen guten Zweck einzusetzen. Und uns gibt es seit 2009. Und genau, Details seht ihr vielleicht auch in Bezug auf Missing Maps. Und ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, eine Karte zu machen, es ist nicht nur schwer, eine App zu finden, es ist auch schon schwer, eine Karte überhaupt zu machen, vor allem wenn wir von einer ganz weltweiten Karte ausgehen. Und sieht aus einer deutschen Perspektive vielleicht manchmal so aus, wie wenn wir das schon gelöst hätten. Aber wenn wir weltweit gucken, dann haben wir das eher nicht gelöst und auch in Deutschland nicht unbedingt, weil bei Karten kommt es oft aufs Detaillevel an oder auf Aktualität. Und die meisten Karten, die wir haben, das kennt bestimmt auch jeder und jeder, die sind einfach auch ganz schnell veraltet. Und das immer aktuell zu halten und auch jedes Detail zu haben, was man haben möchte, ist gar nicht mal so einfach. Das haben selbst große Anbieter wie Google Maps, Apple, Microsoft auch noch nicht gelöst. Also es ist einfach eine Herausforderung für
die ganz Großen und auch die ganz Kleinen. Aber die gute Nachricht ist, wir können uns ja zusammentun und wir können versuchen, das gemeinsam zu lösen. Und das ist im Prinzip OpenStreetMaps. Es geht da um Crowdsourcing, also die Leute können gemeinsam die Karte machen. Man könnte es auch ein bisschen als Wikipedia der Karten beschreiben, wo in Wikipedia jeder und jede Informationen beiträgt, funktioniert das in OpenStreetMap eben ähnlich. Das ist sehr erfolgreich und hat zu einer breiten Kollaboration von allen Arten von Beitragenden geführt, von Freiwilligen, von kleinen, mittleren Firmen, die ihr Geschäftsmodell darum gebaut haben, große Firmen wie Apple, Microsoft und Facebook, die inzwischen großteils auf OpenStreetMap ihre Karten anbieten oder darauf basierend ihre Karten anbieten, und eben auch humanitäre Organisationen. Weil, wie du auch schon gesagt hast, Stefan, Karten erlauben echte Herausforderungen anzugehen und sie sind auch elementar für den humanitären Sektor und im Katastrophenschutz, Versorgung von Medizin, Planung bei Pandemien, ist ein Thema zurzeit, Impfkampagnen, hygienebedingte Krankheiten, Hunger, Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen. Das sind alles Themen, wo wir mit Karten deutlich besser mit den Situationen umgehen können und im Zweifelsfall auch tatsächlich Menschenleben retten können. Ich will nicht zu viele Beispiele geben, aber eins gebe ich hier, und das ist aus Burundi, wo eben genau diese Karte benutzt wurde, um Malaria-Prävention anzugehen und das Ausräuchern von 60.000 Häusern koordiniert werden konnte mit Karten, kann man sich ja gut vorstellen. Und damit im Prinzip knapp 300.000 Leute vor Malaria-Ausbruch zu beschützen. In meiner Organisation im humanitären OpenStreetMap-Team oder auch HOT kann jede und jeder mitmachen. Wir erstellen eben diese Open-Data-Karten, damit Hilfsorganisationen sie verwenden können. Wir unterstützen Organisationen wie das Rote Kreuz, diese Karten auch selbst zu erstellen. An Missing Maps, das grundlegende Problem, was wir identifiziert haben, ist einfach, die anfälligsten Gebiete der Welt sind oft diese, wo es keine Karten von gibt. Gemeinsam erstellen wir eben diese Karten, damit einzelne Communities und Organisationen besser vorbereitet sind und Katastrophen und Krisen auch besser bewältigen können. Das Missing Maps Projekt ist ein Zusammenschluss von HOT, eben humanitären OpenStreetMap-Team, und eine Reihe von Hilfsorganisationen, um gemeinsam diese Karte für Gebiete der Welt zu erstellen, die es am wichtigsten brauchen. Gemeinsam können wir so innerhalb von wenigen Tagen meistens wichtige Karten erstellen und die dann Betroffenen zur Verfügung stellen. Dazu gibt es immer diese tollen, eigentlich auch aussagekräftigen Visualisierungen, wo man sieht, dass oben links die Tage laufen und rechts sieht, wie die Karte entsteht. Das Projekt hat 2014 angefangen, also ein paar Daten hier. 125.000 Freiwillige weltweit haben bis jetzt mitgemacht und haben insgesamt 55 Millionen Gebäude und 1,25 Millionen Kilometer Straßen für humanitäre Zwecke gemappt. Wir sind noch lange nicht am Ende. Das ist auch nochmal der Schluss zum Anfang. Auf OpenStreetMap. OpenStreetMap ist zwar die vollständigste Datenquelle weltweit, aber es fehlen immer noch rund 80% der Gebäude auf der Welt. Also da ist noch sehr, sehr viel zu tun und eben, wie ich gesagt habe, genau in den Bereichen der Erde, wo es am nötigsten ist. Ja, vielen Dank für den ersten groben Überblick, was denn das Missing Maps Projekt eigentlich ist. Katharina, vielleicht direkt die Frage an dich. Ich glaube, das DRK ist ja 2018, 2019 auch dem Missing Maps Projekt beigetreten. Also zum einen natürlich die Frage, warum und wie nutzt ihr das Missing Maps Projekt und was haben dann auch die Freiwilligen für einen Mehrwert? Ja, also du hast es ja auch schon in deiner Einführung angerissen und Felix auch gerade mit diesen Karten von Google und so weiter, dass Daten sind jetzt nicht überall frei verfügbar oder auch nicht in dem Detailgrad verfügbar, den wir jetzt brauchen eben, wenn wir unsere Projekte beginnen. Und eine Fragestellung, die wir uns natürlich immer, mit der wir uns immer beschäftigen, ist natürlich vor allem, wo ist die vulnerable Bevölkerung, wo sind jetzt die Risiken, aber auch in komplexeren Situationen, wer ist jetzt wo aktiv. Und um diese Fragen überhaupt beantworten zu können, braucht man eben natürlich detailliertes Kartenmaterial,
ja, um überhaupt solche Sachen dann lokalisieren zu können und natürlich auch eben Projekte zu koordinieren. Eben, wir haben ja Google und so weiter, Bing, Microsoft, die vielleicht jetzt auch nicht überall kartieren und die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Geodaten sind jetzt auch nicht einheitlich geregelt. Wir haben jetzt hier in Deutschland unsere Landesvermessungsämter, über die wir natürlich unsere amtlichen topografischen Geodaten beziehen können. Aber ja, solche Institutionen gibt es nicht in jedem Land. Oft kann es sein, dass es überhaupt die Ressourcen dazu fehlen, diese Geodatenerhebung durchzuführen. Oder wenn es diese Daten eventuell gibt, gibt es auch hier wieder keine einheitlichen rechtlichen Bestimmungen, überhaupt Zugang zu diesen Daten zu bekommen. Und da bietet natürlich OpenStreetMap und Missing Maps natürlich eine super einfache Plattform für Organisationen wie das DRK, solche Geodaten dann auch selber zu generieren. Wie wir dann überhaupt diese Daten nutzen, das ist ja sehr unterschiedlich. Eben führen wir vor allem in der Katastrophenvorsorge Vulnerabilitäts- und Kapazitätsanalysen durch. Das besteht aus verschiedenen Aktivitäten. Eine Aktivität davon ist auch das Mapping, in dem dann eben kartiert wird, wo sind jetzt meine Risiken, wo sind meine Kapazitäten. Und da wird dann eben auch Missing Maps dazu verwendet und die Freiwilligen in Deutschland und auch in dem jeweiligen Projektland werden damit einbezogen. Felix hat ja eben schon kurz angerissen, wie Missing Maps funktioniert. Und das sind insgesamt 3 Schritte. Der erste Schritt eben ist das Kartieren, was von überall her aus erfolgen kann, eben aufgrund von hochauflösenden Satellitenbildern. Also das können auch unsere Ehrenamtlichen hier in Deutschland machen, die dann mit diesen Satellitenbildern Gebäude abzeichnen, Straßen abzeichnen, Flüsse, Landnutzungsflächen, je nachdem, was eben jetzt für das Projekt relevant ist. Und unsere Freiwilligen im Projektland vor Ort nehmen dann diese Basiskarten und fügen kontextspezifische Informationen hinzu. Also, was ist das jetzt für ein Gebäude? Ist es eine Schule, ist es ein Krankenhaus? Was ist die Bettenkapazität? Was ist der Name der Straße oder auch die Straßenbeschaffung? Ist es überhaupt jetzt geeignet, da einen Lastwagen langfahren zu lassen? Ja? Eben alles solche Informationen, die man jetzt nicht vom Satellitenbild ablesen kann, werden dann vor Ort von den Freiwilligen hinzugefügt. Okay, herzlichen Dank für den ersten Überblick aus der internationalen Perspektive. Jetzt hatten wir ja auch in unserer Session einen Überblick gesagt, dass wir uns auch auf die nationale Perspektive konzentrieren wollen. Also was haben denn die Freiwilligen auch des DRKs national für Nutzen vom Missing Maps Projekt? Thomas, da die Frage an dich, was siehst du denn für Potenziale an diesem Projekt und dann gerade auch an diesen 3 Schritten, die Katharina gerade erklärt hat, wie dann Kartenmaterial auch erstellt wird? Genau, danke. Also für uns hat das Projekt den spannenden Charakter, dass wir international tätig werden können und das in der Komfortzone des eigenen Sofas hier in Deutschland. Das heißt, hier in Westfalen und Lippe, wir haben 18.000 Ehrenamtliche im Katastrophenschutz. Die sind jetzt gerade in den Testzentren, in den Impfzentren unterwegs, die unterstützen Leute, die in Quarantäne sind. Das ist purer Katastrophenschutz und das machen wir als DRK-Territorialprinzip hier vor Ort, also vor der eigenen Haustür machen wir Katastrophenschutz. Da sind nur wenige Leute dabei bei diesen 18.000 Katastrophenschutzhelfer, die wirklich international tätig in der Auslandshilfe rausgehen, also die in einem Projektland rausgehen, wie Katharina das sagt. Das sind wirklich ganz, ganz wenige, die machen dann, das sind Ärzte, die in Ebola-Zentren rausgehen, das sind Techniker, die Wasseraufbereitung machen. Das wir haben die, das ist gut, aber es sind eigentlich viel zu wenig. Bei den 18.000 konzentrieren wir uns hier vor Ort. Und so ein Projekt ermöglicht es uns, aber wenn mal keine Pandemie ist, auch keine Großveranstaltung, wo wir mit Sanitätern unterwegs sind, trotzdem Hilfe zu leisten auf der anderen Seite des Globus. Das heißt, wir haben 2019 damit angefangen, unter der Unterstützung von Stefan und Katharina, ja, solche Kartierungen zu machen mit diesen hochauflösenden Karten und das von dem tiefsten Herzen, in der tiefsten Prärie Westfalens aus und das halt vom Sofa aus. Und das ist halt eine gute Möglichkeit in mehrerer Hinsicht. Also zum einen, wir können von vor Ort, aus dem Sofa, aus der Komfortzone
unterstützen, Hilfe leisten und einen Unterschied machen auf der anderen Seite der Erde. Und das ist etwas, was wir als Rotkreuzer ja wollen. Das ist eine Sinnstiftung, die wir damit projizieren oder halt auch verinnerlichen. Und das andere ist, die Leute, die bei uns mitmachen, die ein Rotes Kreuz mit auf dem Rücken haben, die wollen einen Unterschied machen. Und wir haben halt nicht immer die Katastrophen vor Ort, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben. Und sie können das halt über dieses Projekt halt auch in der internationalen Kontext machen und merken da teilweise zum ersten Mal, dass sie überhaupt in einer internationalen Organisation tätig sind. Also wir als Rotes Kreuz sind in jedem Winkel der Erde sind wir verankert. Aber dadurch, dass wir sehr stark dezentral organisiert sind, dass unsere Stärke dezentral vor Ort ist, und da machen wir den Unterschied, merken unsere 18.000 Helfer, Helferinnen das gar nicht, dass sie in so einer globalen großen Bewegung unterwegs sind. Und durch so ein Projekt bekommen sie zum ersten Mal halt auch eine Reflexion, hier gibt es Leute, die haben auch ein Rotes Kreuz auf dem Rücken und die sind in einem Projektland unterwegs oder sie sind auch vom Deutschen Roten Kreuz da versendet. Und das ist teilweise, wenn sie nicht in der Auslandshilfe tätig sind, als Arzt in der Ebola-Zentrum oder eben als Trinkwasseraufbereiter, ist es zum ersten Mal die Möglichkeit, dass sie wirklich so eine Reflexion bekommen, ich bin hier in einer internationalen Organisation. Das Letzte dazu, die Rotkreuzer von uns haben natürlich da einen Anknüpfungspunkt, sinnstiftend zu sein. Aber das ist auch eine Einladung für diejenigen, die noch nie etwas mit Rotem Kreuz zu tun haben oder auch noch nie etwas mit Katastrophenschutz. Weil so ein Projekt ermöglicht es, völlig zeitunabhängig für wirklich einen Anlass mitzuwirken in einem operativen Katastrophenschutz. Und wir haben sonst hohe Anforderungen, überhaupt im Katastrophenschutz in Deutschland tätig zu sein. Also die Qualifikation, die man machen muss, damit man wirklich mit dem Blaulichtauto im Ehrenamt unterwegs ist, sind sehr hoch. Aber wir hatten 2019 das Projekt Mosambik. Zyklon ist runtergekommen. Da haben wir gesagt, okay, wer möchte unterstützen? Freitagabend vom Sofa aus, ohne Pandemie, kommt zusammen, lasst uns kartieren, für 2-3 Stunden Pizza essen. Und das ist eine Möglichkeit, wo halt auch Leute eingebunden werden können, die entweder noch nie etwas mit Rotem Kreuz zu tun haben, trotzdem Katastrophenschutz machen wollen, die die Qualifikation nicht durchlaufen lassen wollen und die sich auch nicht binden lassen wollen, aber die trotzdem eine Wirkung haben wollen. Und das ist eine tolle Funktion des Enablings. Stefan. Super spannend, also vielen Dank auch für die Rückmeldung, was denn der Mehrwert dann auch für die nationalen Freiwilligen ist, beziehungsweise dann auch fürs DRK neue Freiwillige zu gewinnen, beziehungsweise dann auch Freiwillige zu gewinnen, die vielleicht nicht unbedingt Mitglied beim DRK werden wollen, sondern aber trotzdem Aktivitäten unterstützen. Ich denke, das ist super spannend und super lobenswert. Ich weiß nicht an die Leute, die zuschauen, ob es da schon Fragen gibt oder interessante Rückmeldungen. Ich glaube, im Chat sind noch keine, aber falls jemand jetzt Lust und Laune hat, eine Frage zu stellen, herzlich gerne. Ja, noch eine Sekunde warten. Wenn das nicht der Fall ist, hätte ich direkt noch eine Frage an Felix und an die Teilnehmenden. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, wirklich herzlich gerne, stellt Fragen in den Chat oder hebt sie euch dann auf und meldet euch. Ich glaube, man kann sich ja melden bei Zoom. Felix, Thomas hat gerade schon von den Leuten gesprochen, die auf der Couch sitzen und dann kartieren. Das hat natürlich auch zur Folge, dass jetzt nicht jeder ein hochqualifizierter Kartograf ist und wahrscheinlich doch den einen oder anderen Fehler mitbaut. Ist das ein Problem für das Projekt und für Humanitarian OpenStreetMap oder wird da relativ entspannt auch mit umgegangen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es mehrere Standpunkte zu. Also einerseits will man natürlich die bestmöglichen Daten haben. Das ist gar keine Frage. Die Karte soll gut werden. Ich würde mal gerne auch hier nochmal die Analogie zu Wikipedia ziehen, wo man ja auch am Anfang gesagt hat, wie ist denn das mit dieser Wikipedia? Kann das überhaupt was sein? Und dann gab es einige Studien, die gesehen haben, die normalen Enzyklopädien, die sind auch nicht unbedingt immer richtig,
So ist es bei Karten nämlich meistens auch. Ich habe noch keine Karte gesehen, die wirklich richtig war. Ja? Und meistens ist, wenn die Leute dann zusammentun und sich zusammentun und das checken und immer wieder drüber gehen. Also man darf dieses OpenStreetMap nicht als ein fertiges Produkt sehen, sondern die Stärke in OpenStreetMap ist eben, dass es permanent verbessert wird. Und wie Thomas ja auch gesagt hat, am Anfang ist gar keine Karte da. Und wenn man dann vom Sofa aus mappt, dann ist es vielleicht nicht die beste Information, aber sie ist in der Regel besser als gar keine Karte. Ja? Und damit kann man schon mal was anfangen. Und wie dann auch Katharina beschrieben hat, der zweite wichtige Schritt ist dann, dass man lokal die Daten hinzufügt, die man sonst nicht vom Satellitenbild aus sehen kann. Und dadurch bekommt eigentlich die Karte meistens einen zusätzlichen Schritt an Qualität. Und der dritte, auch ganz wichtige Schritt, finde ich, ist, wenn die Karte dann verwendet wird. Weil in dem Moment wird dann die echte Motivation auch geschaffen, dass die Daten ganz richtig sein müssen. Und dann entsteht in der Regel wieder auch ein Kreislauf, dass dann wieder weiter die Daten verbessert werden. Und je mehr eigentlich Nutzen von Karten passiert, und das ist natürlich bei so einem Open Data Projekt viel einfacher möglich, dass es vielleicht, dann gibt es eine Firma, die das braucht, und das Rote Kreuz, dann baut vielleicht eine kleine Organisation ihre Interessen oder ihr Geschäftsmodell auf irgendwas auf. Also je mehr eigentlich wirkliches Interesse am Nutzen der Karte haben, immer weiter, Schritt für Schritt wird die Karte besser. Und im Endeffekt muss man sagen, OpenStreetMap ist heute die vollständigste und vielleicht auch in vielen Bereichen die beste Karte, die wir haben. Das heißt aber nicht, dass man natürlich einfach irgendwie da drin Vandalismus betreiben sollte. Wogegen natürlich auch die kommerziellen Anbieter wie Google nie gefeit waren. Also es ist immer eine Frage, wie schnell kann man das reparieren, und OpenStreetMap erlaubt, Dinge sehr schnell zu reparieren. Den Punkt, den du gesagt hast, dass es nicht alles Kartografen sind, das kann man als Nachteil sehen, ist vielleicht auch manchmal, dass Leute erstmal lernen müssen. Aber ich sehe das als Riesenvorteil, weil wir hatten noch nie so eine inklusive Art, Karten zu machen. Überlegt mal, geht 100 Jahre zurück, wer hat Karten gemacht? Das waren Leute mit Privileg, das waren Männer, das waren europäische Männer in erster Linie, die diese Karten gemacht haben. Und heute können Karten von jeder Person gemacht werden, ja, mit in jeglichem Background und mit jeglicher Motivation auch daraus was zu machen. Also es ist eigentlich eine Demokratisierung der Karte, nicht nur zum Ausnutzen zu verwenden, als Privileg zu verwenden, sondern wirklich eine Breite, die jetzt mit der Anwendung der Karte dadurch entstanden ist, dass jede und jeder mitmachen kann. Sehr, sehr spannender Punkt, vor allem die Inklusivität auch. Also wenn man sich heute eine Weltkarte ausgedruckt anguckt, dann hat man ja meistens Europa direkt in der Mitte. Und wenn man dann tatsächlich mal eine andere Karte hat, wo dann Asien in der Mitte ist, genau, oder das Ganze umgedreht ist, dann ist man gleich komplett verwirrt, worauf man denn da eigentlich schaut. Felix, vielleicht direkt anschließend daran, wir haben jetzt eine Frage von Diana bekommen, wie lange dauert es denn, um beispielsweise mal einen Ort zu kartografieren von Freiwilligen? Dauert es nicht relativ lange? Auch da ist natürlich die Frage, wo macht man die Grenze? Also was heißt kartografiert? Das ist nie zu Ende. Also unsere Welt ist ja, eine Karte ist ja immer ein Abbild der Welt, und die befindet sich im ständigen Wandel. Das heißt, es ist ganz schwierig zu definieren, was bedeutet kartiert. Dass Karten verwendet werden können in Orten, wo Katastrophen passieren, da würde ich sagen, Daumenregel in der Regel 2-3 Tage. Mit 50, 60 Leuten kann man eine kleine mittlere Stadt wunderbar kartieren, dass diese Daten dann nützlich sind, um direkt in der Katastrophenhilfe eingesetzt zu werden. Und wie stelle ich mir das dann vor? Dann sind 3 Tage, 24 Stunden lang 50, 60 Freiwillige am Kartieren. Genau, ich würde auch noch mal gerne sagen, wenn die Leute, die interessiert sind, geht bitte auf missingmaps.org, da könnt ihr einfach loslegen. Und das Erste, wo ihr nach einer kleinen Einleitung landen werdet, ist der sogenannte Tasking Manager, und der unterteilt so ein Gebiet, wofür Daten erstellt werden sollen, in kleine
Viereckchen, die dann einzelne Personen kartieren können. Und dadurch können wir parallel arbeiten und unabhängig davon, in welcher Zeitzone Leute sind. Oft ist natürlich, wir sind natürlich soziale Wesen, ja, wir sitzen oft gerne zusammen oder oft kommen dann je nach Projekt Leute aus einer bestimmten Region. Von daher, ob immer die 24 Stunden gewährleistet sind, das würde ich jetzt nicht unbedingt versprechen. Das hängt natürlich immer davon ab, wie die Leute motiviert sind, woher die Leute kommen und ja, genau, wie sie dazu beitragen möchten. Okay, super, vielen Dank. Der zweite Teil der Frage von Diana geht, glaube ich, so ein bisschen an Katharina, wo es darum geht, wie aktualisieren sich denn zum Beispiel, oder wie werden beispielsweise Bettenkapazitäten aktualisiert oder sind es eher keine Angaben, die wir mit aufnehmen würden? Ich glaube, da geht es ja dann sehr, sehr stark um das lokale Mapping der Freiwilligen vor Ort. Vielleicht kannst du dazu was sagen und dann vielleicht auch, Thomas hatte schon so ein bisschen den Pizza-Aspekt mit angesprochen gehabt. Also früher, als man sich noch treffen konnte, gab es ja durchaus so Zusammenkünfte, wo es dann Pizza gab und wo man zusammen gemappt hat, also die berühmten Mapathons. Wie lief sowas früher ab und wie setzt ihr das heute um? Ja, also erstmal, um Dianas Frage zu beantworten, wo wir natürlich auch hinwollen, ist, dass wenn wir dann mit den lokalen Freiwilligen zusammenarbeiten, dass die auch quasi die Ownership dieser Karte richtig übernehmen. Ja? Also das Aktualisieren der Karte ist dann so einfach. Man braucht jetzt nicht riesentechnische Erfahrung dazu, dass es dann eben so weit geht, dass die Gemeinde oder die Kommune oder die Stadt dann auch eben selber über das Projekt hinaus diese Karte dann weiter aktualisiert und eben am Leben hält. So wie es auch eben jetzt bei uns mit Corona, als es letztes Jahr losging, auf einmal haben sich alle Öffnungszeiten der Läden verändert. Schwuppdiwupp, in der OSM-Karte hat man die neuen Ladenöffnungszeiten gesehen. Und so soll es eben auch natürlich mit den Informationen sein, die für humanitäre Akteure wichtig ist, dass eben die Freiwilligen vor Ort dann auch solche Daten aktualisiert und laufend halten, dass man jetzt nicht sagt, okay, das Projekt ist vorbei, vielleicht in 2 Jahren haben wir ein neues, dann aktualisieren wir mal, dass das wirklich konstant aktualisiert wird und eben von den lokalen Leuten beigetragen wird, dieses laufend zu halten. Ja, die Mapathons natürlich zurzeit alle im Online-Format, aber so sehr unterscheidet sich das jetzt auch nicht vom Präsenzformat, außer dass es eben keine Pizza gibt oder jeder ist für seine Pizza selber verantwortlich, sagen wir es mal so. Unsere Standard-Mapathons sind immer so konzipiert, dass wirklich jeder daran teilnehmen kann. Es gibt immer eine Einführung ins Kartieren. Die Veranstaltung ist immer unterschiedlich 2 Stunden oder 3 Stunden und ist zweigeteilt. Der erste Teil ist eben ein theoretischer Teil, wo nochmal erklärt wird, eben wie es auch Felix jetzt vorhin gemacht hat, nochmal ein bisschen drauf eingegangen wird, was verbirgt sich hinter OpenStreetMap, wie funktioniert das überhaupt, wieso wurde Missing Maps gegründet, die 3 Schritte werden nochmal erklärt, eben das Remote Mapping, das lokale Mapping, Bereitstellung der Daten. Genau. Und was dann eben noch passiert, um auch diese Verbindung zu schaffen zwischen unseren nationalen und internationalen Freiwilligen und auch dem Projektaustausch besser zu ermöglichen ist, es wird natürlich das DRK-Projekt vorgestellt, in dem kartiert wird an der jeweiligen Veranstaltung. Also die einzelnen Projektkomponenten werden vorgestellt. Wir hatten jetzt zum Beispiel ein Projekt in Togo, das hat sich fokussiert auf Verbesserung von Wasser- und Hygienebedingungen, Nahrungssicherung, auch allgemein Katastrophenvorsorge, eben zu Überschwemmungen. Und eben diese einzelnen Projektkomponenten werden direkt nochmal vorgestellt, um eben auch einen besseren Einblick zu bekommen, ja, wieso benötigen wir dieses Kartenmaterial überhaupt. Und dann geht es in den praktischen Teil. Das heißt, die Teilnehmer bekommen die Einführung ins Kartieren. Sie legen sich dann zusammen, also wird eben Schritt für Schritt erklärt, es wird ein Konto angelegt für OpenStreetMap. Es gibt eine Einführung in diesen Tasking Manager, den Felix schon erwähnt hat, der eben dazu dient, alle Kartierungsprojekte zu verwalten. Und das ist auch die Webseite, auf der das DRK seine Kartierungsprojekte aufsetzt. Und dann geht es dann an das Kartieren mit dem sogenannten ID-Editor. Das ist ein browserbasiertes Tool. Also ihr seht schon, was verwendet wird, hat eigentlich jeder. Man braucht einen Laptop, man braucht Internet und das war es dann schon. Eine Maus ist gut, das macht das Kartieren einfacher. Aber ja, das war es dann eigentlich schon. Und die restliche Zeit verbringen dann die Teilnehmer gemeinsam eben mit dem Kartieren. Und
Es gibt eben die Möglichkeit, dann noch Fragen zu stellen über das Projekt, über das Kartieren. Und was natürlich jetzt auch bei den Online-Veranstaltungen sehr schön ist, dass die Teilnehmer ihre Bildschirme teilen können. Man kann sich dann gemeinsam Kartierungsaufgaben anschauen. Es können Fragen gestellt werden. Ist das ein Gebäude? Wie würdet ihr das kartieren? Und das ist eben auch nochmal schön, auch das gegenseitige Lernen, dass wenn einer einen Bildschirm teilt, haben auch alle anderen Teilnehmer die Möglichkeit, das mit anzuschauen. Und ich denke, auch über Corona hinaus werden wir die Online-Veranstaltungen weiter beibehalten, um eben auch Leuten die Möglichkeit zu ermöglichen, an Mappathons teilzunehmen, die jetzt vielleicht keine Präsenzveranstaltungen in der Nähe hätten. Genau, und wir haben auch auf unserer DRK-Webseite, ich habe auch den Link mal in den Chat gestellt, finden sich auch immer die Termine heute Abend. Falls ihr Interesse habt, gibt es auch einen Mappathon, könnt ihr euch gerne noch dazu anmelden und dort gibt es auch dann immer die aktuellsten Termine. Also es gibt so einen Standard-Mappathon öffentlich eben einmal im Monat und dann je nach Anfrage auch machen wir das dann für DRK, Ortsverbände, Kreisverbände, Landesverbände. Kannst du so grob sagen, wo die Leute herkommen aus Deutschland, wenn man so einen öffentlichen Mappathon macht, oder ist es komplett verteilt? Also im Moment ist es aus ganz Deutschland. Also es ist wirklich, natürlich sind viel in Berlin auch dabei, dadurch, dass unsere Präsenzveranstaltungen eben immer in Berlin waren vorher. Aber im Moment ist es wirklich ganz Deutschland verteilt und auch Ausland. Also ich hatte jetzt auch schon Teilnehmer aus Portugal. Es war ein Portugiese, der eben eine Zeit lang in Deutschland gewohnt hat und sich dafür interessiert hat, oder Deutsche, die eben jetzt gerade im Ausland sind. Also ja, wirklich querbeet. Es klingt ja super spannend. Vielleicht direkt jetzt rüber springend auch nochmal zu Thomas, weil es ja so ein bisschen auch diese freiwilligen Diskussionen war. Was sind denn da so für Rückmeldungen? Also wenn man jetzt so ein Mappathon mal mit einem Kreisverband durchführt oder mit einer Bereitschaft, was war da so das Feedback, was du bekommen hast? Du hast ja gerade gesagt, 2019, ich glaube zum Zyklon in Mosambik hattet ihr angefangen mal zu mappen. Also da haben wir erste Erfahrungen gesammelt und uns war auch als Landesverband, da war eine hohe Neugier, wie funktioniert das, was habt ihr für Erfahrungen gesammelt? Und das Wichtigste ist ja in jedem Ehrenamt, dass man auch einen Spaß dabei hat. Und das ist erstmal rumgekommen, weil man gemerkt hat, okay, ja, da hat man was gestaltet, da hat man was bewirkt und das ist das, was die Leute ja in ihrer Freizeit machen wollen. Also das ist auf alle Fälle angekommen. Ich glaube, es war wichtig, wir haben das seinerzeit mit dem Mosambik-Aktivitäten so gemacht, dass wir jemanden hatten, der die Leute ein bisschen an die Hand genommen hat. Also da gab es so einen Türöffner, der einen auch so über diese Hürde gebracht hat, oh, was ist das, Mappen, ich bin kein Geograf und dann noch digital. Da waren wir ja noch vor dieser ganzen Digitalisierungslernwelle von Corona und ich glaube, heute ist das viel einfacher, wie Katharina das dargestellt hat. Wenn man das digital macht, dann ist man zwar ohne Pizza, man muss sich um sie selber kümmern, aber man ist halt schneller zusammen und kann den Bildschirm teilen und kommt dann schneller zum Ergebnis. Und es ist immer gut, jemanden zu haben, der einen an die Hand nimmt. Ich glaube, das war eine wichtige Rückmeldung. Aber ich glaube auch, ich erinnere mich auch, die waren total begeistert, wie einfach das ist. Also na klar braucht man jemanden, der einem das erklärt, aber dann hat man es relativ schnell verstanden, weil das so intuitiv möglich ist. Also die Hürden, wenn man einmal sich angemeldet hat, wenn man einmal in den Tasking Manager drin ist, dann ist das relativ einfach und man weiß sofort, was man tun soll und dann ist das auch selbsterklärend. Und selbst wenn es da Fragen gibt, gibt es im Tool allein sehr viele Möglichkeiten, um auf die Antwort zu kommen. Und durch die Schleifen, durch die Qualitätsschleifen, die auch im Nachgang stattfinden, gibt es da auch, glaube ich, viel weniger Hürden, auch einen Fehler zu machen, sondern okay, komm, lass uns kartieren. Das ist so ein Gefühl, was da entsteht. Ja, okay, das hat jetzt wirklich einen Sinn, was ich hier mache. Und das Dritte an Rückmeldung, was ich aufzeigen will, ist dieser Tasking Manager. Das sagt einen, gerade wenn man in einer Gruppe gearbeitet hat, ob in Präsenz oder in einem digitalen Format, wenn man sich also getroffen hat für, weiß ich nicht, für so eine Challenge 24 Stunden oder so, dieser Task Manager, der gibt einem zurück und zeigt einem, was man wirklich geleistet hat. Und das ist nochmal auch so ein, es ist hier wirklich was entstanden, was vorher nicht da war und wo wir jetzt wirklich hier einen Unterschied machen können. Und das ist das, was die Leute wollen. Also, dass sie wirklich sehen, ich kann
hier bewirken, ich habe hier eine Wirkung, ich mache hier einen Unterschied. Das ist Sinnstiftung und das ist genau das, was vom Design, wie das aufgelegt ist, insbesondere der Tasking Manager auch zurückgibt. Ich glaube, das ist dann auch eine wunderschöne Verbindung zur Motivation, die dann natürlich auch die Freiwilligen im Feld haben. Also zu wissen, dieses grobe Kartenmaterial, was dann anhand des Satellitenbildes erstellt wurde, hat, keine Ahnung, das DRK in Westfalen-Lippe erstellt und ich bin jetzt gerade in Dhaka in Bangladesch und nutze genau das Kartenmaterial und füge dann halt Details hinzu, wie Katharina meinte, dass das ein Krankenhaus ist oder eine Schule. Das ist ja ein wunderschönes Zusammenspiel eigentlich auch von national und international und ich glaube, das motiviert ja dann beide auch nochmal tatsächlich, wie du dann gesagt hast, auch sinnstiftend zu arbeiten. Und das zeigt ja auch so ein bisschen den Mehrwert der Rotkreuz, Rothalbmondbewegung, wo wir uns als DRK natürlich auch verortet sind. Ja, fantastisch. Also sehr, sehr spannender Input von euch. Ich weiß nicht, ob auch von den Teilnehmenden jetzt noch Fragen da sind. Im Chat sind keine. Herzliche Einladung, falls jemand jetzt noch eine brennende Frage an die Panelisten hat, die jetzt zu stellen. Ja, ich habe eine kurze Frage. Ich arbeite an der Deutschen Schule Toulouse und meine Frage wäre, könnte man so einen Mappathon auch als Schule veranstalten? Also sprich, ab welchem Alter ist das empfohlen, dass man dieses Mapping macht? Also 8., 9. Klasse ginge das schon oder erst ab 10. oder eben erst Erwachsene? Katharina, wahrscheinlich direkt die Frage für dich. Ja, also ich glaube, Felix sagt du auch was, falls ich falsch liege. Ich glaube, dass ein OpenStreetMap-Konto kann sich jeder anlegen, der älter als 13 Jahre ist. Mhm. Also es gibt viele Schulen, die auch Missing Maps Mappathons durchführen und solange das eben angeleitet wird, ja, spricht dem nichts entgegen, das auch mit unter 18-Jährigen durchzuführen. Aber ich glaube, das Mindestalter ist 13 Jahre für den OpenStreetMap-Account. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das Mindestalter ist. Ich glaube, ja, ich denke, das ist eine Frage mit dem an die Hand nehmen bedeutet und 13 hört sich für mich gut an. Ich selber habe auch mit UNICEF in Zentralamerika mit Kindern, die deutlich jünger waren, gemappt, also so 8, 9 Jahre alt. Aber da haben wir natürlich, ja, da haben wir, es war eine andere Dynamik, so würde ich das beschreiben. Und wir haben sehr viel mehr auch auf Papier gemacht und so. Also ich glaube, dass das Thema an sich kann man in jedem Alter einbringen und kann man tolle Sachen mitmachen. Je älter die Leute sind, umso effizienter geht es wahrscheinlich auch schon in die Richtung des Mappathons und das, wie wir als erwachsene Menschen mappen. Das kann ich auch noch mal ergänzen mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also gerade in diesem Mosambik-Beispiel beispielsweise. Also ich habe das mitgemacht und tatsächlich ist bei mir erstmal auch so eine Fähigkeit entstanden, wo ist denn überhaupt Mosambik in Afrika? Und dass man auch erstmal sich damit aktiv auseinandersetzt, okay, wie sieht es denn da vor Ort aus? Und natürlich habe ich eine Satellitenkarte, ich verbringe da x Stunden dran und da findet eine Auseinandersetzung auch mit der Örtlichkeit, mit den Menschen, die da sind, mit den Strukturen, die da sind, statt. Und das ist halt natürlich auch was so einen Bildungseffekt hat. Also wenn ich jetzt 2, 3 Jahre später Mosambik höre, weiß ich, wo es liegt, ich weiß, wo es zerstört ist und ich kann vielleicht noch 2 Städte nennen, die ich vorher nicht aussprechen konnte. Und das ist natürlich auch schulisch total spannend. Ja, ganz genau. Daher kam ich auch darauf. Ich habe einen 13-jährigen Sohn, der verbringt den halben Abend immer vor dem Rechner und trifft sich da eben auch mit Freunden und dann spielen sie da halt irgendwas. Und dann dachte ich mir, da könnte man doch eigentlich auch mal was Sinnvolles machen. Also ich finde, das hört sich total gut an. Und schön, dass das scheinbar möglich ist. Ich glaube, die Kollegen würden auch sehr gerne dabei helfen, dann so ein Mappathon mal bei Ihnen mit umzusetzen. Von daher natürlich auch herzliche Einladung. Felix, du wolltest noch was sagen? Ja, vielleicht fällt mir gerade ein, es gibt auch gerade aus dem schulischen Kontext gibt es das Projekt, das nennt sich Youth Mappers. Jugendliche Mapper. Und das ist im Prinzip die Jugend, das ähnlich wie Missing Maps mit Hilfsorganisationen ist Youth Mappers im Prinzip das Zusammenschluss von Universitäten und auch Schulen im späteren Alter,
die voneinander lernen, wie man mit Jugendlichen kartieren kann. Ich glaube, vielleicht ist das vielleicht auch ein Anknüpfungspunkt, wenn man als Schule da Interesse hat, Unterstützung von anderen Schulen und Universitäten zu erhalten. Genau, ansonsten, wer den Mapathon heute nochmal ausprobieren will, Katharina hat es ja schon angekündigt, ich glaube 18 Uhr oder 19 Uhr findet der Mapathon. 19 Uhr geht's los. 19 Uhr, genau. Und der Link, die Zugangsdaten finden sich auf der drk.de Seite, die ja Katharina vorhin schon in den Chat gepostet hatte. Also da natürlich herzliche Einladung mitzumachen, ein bisschen zu erleben, wie sowas funktioniert und dann natürlich auch noch Fragen an Katharina zu stellen. Wie lange geht so eine Veranstaltung? Also die heute Abend geht 3 Stunden, aber man ist nie verpflichtet, jetzt die vollen 3 Stunden daran teilzunehmen, also wirklich so lange, wie man möchte. Aber wenn es der erste Mapathon ist, ist es natürlich wichtig, dass man von Anfang an dabei ist, wo es dann eben auch die Einführung ins Kartieren gibt. Leute, die jetzt schon öfters mal dabei waren, die kommen dann auch manchmal erst eine halbe Stunde später hinzu oder kartieren schon, aber ja. Es ist dann wirklich so lange, wie man eben daran Spaß hat. Ja, genau. Okay, dann auch von meiner Seite vielen, vielen Dank nochmal an diese super spannende Session und eure Einblicke in dieses mega spannende Projekt auch. Ich würde jetzt damit quasi den Endgong schlagen und nochmal darauf hinweisen, dass die Präsentation von Felix Delattre euch Teilnehmenden im Nachgang auch zur Verfügung gestellt wird, genauso wie die komplette Session. Genau, und hier auf dem Summit hat quasi auch das letzte Stündlein geschlagen, aber schaut gern nochmal vorbei zum Wrap-up im Livestream. Der beginnt in einer Minute, also einfach wieder zur Hauptbühne gehen. Und ab 14:30 Uhr könnt ihr aber auch gern nochmal zum digitalen Networking an den Elbstrand vorbeischauen in Gathertown und genau den Tag ausklingen lassen. Genau, dann vielen Dank nochmal an alle Beteiligten und für die rege Diskussion und euch noch einen schönen Nachmittag. Ciao, ciao.